Heute geht es um die 15 mit Abstand brokensten Karten jemals in Clash Royale, die zum Zeitpunkt ihres Geschehens das Spiel für Wochen oder sogar Monate ungenießbar gemacht haben und alles dominiert haben. Welche Karten das sind und was sie in den jeweiligen Jahren so stark gemacht hat, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt, und unbedingt gleich 2 Originalvideos von HK Gaming in der Beschreibung abchecken, plus heute Abend im Livestream dabei sein. Es ist nämlich Season End, wir werden auf 2 Geräten gleichzeitig das Geschehen um Platz 1 der Welt beobachten und auch gerne BigSpin gratis jetzt zur neuen Season. Gerne eintragen. Kuss an jeden Einzelnen, der mich damit kostenfrei unterstützt, und wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Let's go. Wir haben uns ja schon mal sowas reingezogen, aber diesmal noch mal von einem anderen. Ich glaube, da könnten noch mal ein paar andere Tags dabei sein. Let's go. Because Supercell was pumping out so many cards, they released some goofy ass shit in Ja, those days. ist richtig. Das haben sie nicht released, aber ja. Nun, die beiden ja. Like the Phoenix and Monk. Today, Ja. we're gonna be looking at 7 cards that at one point were incredibly OP, either at release or due to a buff. Now, there's way more than 7, of course, so if you don't see one, Ist richtig. Also man muss sagen, da die Liste so zu machen, ist durchaus schwierig. Dementsprechend gibt es auch noch ein zweites Video, das uns beide reinziehen. Insgesamt haben wir 14 sehr brokene Karten. Feel free to drop it in the comments below. I do plan on making a follow-up. Anyways, with that being said, let's get right into it. Let's do this. Elite Barbarians. Ah, yes. Ja, okay. Die waren aber bei Release nicht OP, die waren erst dann OP. Die waren erst später OP. Buff disasters ever. The Elite Barbarians. Das ist wirklich eine Karte, die wurde einfach gebufft, wo man sich fragt, WTF, was hat die Supercell darüber gemacht? Ich glaube, über 30% wurde die Karte stärker gemacht, was wahrscheinlich die dämlichste Entscheidung aller Zeiten von Supercell zählt. Were dominating the meta for months, and boy was it hard to log on and enjoy the game when this Das war wirklich einfach nur dumm. However, upon release, they weren't that good. They weren't bad either. Bei Release waren diese Karte, ich will nicht sagen, sie waren nicht bad, sie waren tatsächlich kompletter Müll. Keiner hat diese Karte damals gespielt. For its time, especially for 6 Elixir. And Supercell noticed this and gave it a buff. Das war so dumm. The rest, as they say, is history. The Elite Barbarians hit points received a 19% 19%, Digga, das ist krank, das sind 2 Kartenlevel fast. Damage increase of 14% Guckt euch an. and a history reduction of 0.1 Das ist komplett wischiwaschi. Das haben sie mit der Karte gemacht, dachten, jo, das ist eine gute Idee. So haben die damals die Balance-Änderung gewürfelt. Es ist gestört. Geisterkrank. What the Supercell was smoking. They were fast as their hits were strong and they were damn meat shields. Das war komplett It seemed dumm. like any card you threw at it would get bullied by these Jede Karte wurde demoliert einfach. It was very hard to prevent them from going to your towers and shredding it. Now, of course, everything has a hard gut, Skami, klar, toll, ja. Most of the time. Ist but when it logisch. feels like you're being forced to bring specific cards to counter one ridiculously strong card, that's a problem. This thing could shut down your entire push. It was way too powerful. Ich kann mich daran erinnern, als der Nado rauskam, ich glaube, Max hat damals den King Tower deaktiviert, indem wir die Ibabs rangezogen hatten, da war das Game einfach durch. Ich glaube, so war das. And something needed to be done about it. Over a month later, the first nerf finally arrived. Aber ich glaube, der hat nichts gebracht. Hit points reduced by 4.4%. Ja, Digga, was ist das denn? 4,4%. 4%. And their hit speed increased. increased. But that wasn't enough because not long after they nerfed it again, decreasing their hit points by another 4% and increasing their first attack time by 0.1 second. At last, the storm had calmed for the most part. Players continue to hate it today. But it's damals war das Problem halt, damals waren die Elite-Barbaren durch diesen zweiten Nerf nicht mehr gut, aber sie waren trotzdem überall im Mittelalter, weil jeder diese Karte gemaxt hatte in der Zeit, wo sie OP war. Genauso mit dem Royal Giant. Deswegen hat die Karte euch noch die ganze Zeit bis 2019 weitergelaufen, wo Supercell endlich eine Möglichkeit gefunden hat, durch einen Buff der Karte, dass die ganzen Mittelalter-Knechte aus der Trophäenikon rauskommen, wo du mit Level 10er Prinzessin gegen Level 14 oder 13 Ibabs spielst. So war's. Ja. Night Witch. Da haben wir sie. Immer wenn ich die Karte sehe. Wir haben uns jetzt schon wirklich einige Male angeschaut, wie broken die Karte war. Und immer wieder, wenn ich sie sehe, bin ich wieder einmal überrascht, wie das passieren konnte. Ich gucke es einfach und ich denke, ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe es schon mal gesehen. Trotzdem, guckt euch an. And if you didn't have it, well, that sucked for you. Unendlich dumm. Unique ability of spawning bats. Guckt euch das an. And these bats ist das were krank? very strong. 5 Stück oder 4? Were too OP. But what about the witch? She spawned bats Alles, every 5 seconds. OP. 2 seconds faster than the regular witch spawned her weak-ass skeletons. The same range as a prince. Her hits were almost as strong as my dad with a belt.
And the final signature super Junge, was slam sagt move, der? when she was taken out, she would spawn 4 more bats. so geisteskrank. All of this 4 Stück. combined was a recipe for disaster. The Night Witch was basically a heavy-hitting bat spawning Die machine, Geburt von Gole aka Nachthexe. COVID-19. It also didn't help that the bats and heal spell were coming out, which was only more fuel to the flames. For the next 2 weeks, everyone was getting f***ed by swarms of bats and hard-hitting witches. Unless you were the one using it. All of a sudden, Clash Royale was easy. Eventually, though, the first round of nerfs would arrive. June 12th, she now spawned bats every 6 seconds. The bats spawned at death reduced to 3, glaube ich, nicht gereicht. and she now had a 1.5 Ich glaube, es hat gar nicht delay to gereicht, the first überhaupt round nicht, of bats 0. spawned. But Die war that immer noch wasn't broken. enough, as the bats and the witch still did loads of damage. So on August 11th, her damage was reduced by 9%, range reduced, bats now spawn every 7 seconds, and she now only spawns 2 Digga, bats guckt euch diesen Nerf an. Jede andere Karte wäre komplett getötet worden. 4 ihrer Attribute. Gefühlt hätten sie, ich weiß gar nicht, was sie noch hätten nerven können. Vielleicht sowas wie die Spawn-Time. Die haben alles genervt, was man gefühlt an der Karte nerven kann. Es ist krank. Death. Basically, the Night Witch had been nerfed into oblivion. Stop! You violated the... However, she did live on in certain decks like Golem Beatdown. In Golem ging es doch richtig, genau. Phoenix. And in October 26, so krank. 2022, it makes it the most recent card. Ich meine, die Karten sind nicht in der Reihenfolge gerankt, weil der Phoenix war schon, also ich würde sagen, der Phoenix war broken als die Evaps, oder? The Phoenix was often referred to as a Mega Minion das on ist auch krank. Der steroids because Phoenix, for only 1 elixir more, it has very similar mechanics, but much more powerful, deals death damage, and can respawn if the egg it drops is not destroyed within 4 seconds. The Phoenix was broken as hell out of the gate. It was so strong that it was not only a support card, but also a win condition and a medium-sized tank. Also der Phoenix war das Trauma der Nachthexe einfach 3 Jahre später. So kann man sagen. Out that if you get enough Phoenix in the field, you won the game. That's it. Just drop as many as you can, and don't forget to drop your favorite emote after you won, so you feel like something matters. But one of the main issues was that it did so much damage. So on the 2nd of November, 10% of its damage was taken away, and the egg's lifetime increased to 4.3 seconds. Das war auch sehr, sehr However, wichtig. these changes almost seemed redundant, as if someone just slapped the Phoenix in the face with a napkin. On November 21st, the egg's hit points were decreased, and then finally, December 7th, the Phoenix hit points were reduced by 13%. So krank. 3 In Nerfs total, allein hier almost schon. every aspect of the Phoenix was nerfed. But that wasn't enough. Und das hat nicht mal gereicht, das ist so the Phoenix krank. that respawned from the egg would now only do so with 80% of its original health and damage. Das ist so In other krank. words, only 80%. Das muss man sich mal vorstellen, Alter, was die da für Nerfs rausgebaut haben, und die Karte existiert trotzdem noch und wird trotzdem noch gespielt. Ich muss sagen, sie haben es endlich geschafft, nach ungefähr einem halben Jahr und 27 Nerfs, die Karte balanced zu machen. Jetzt ist der Phoenix für mich eine richtig geile Bereicherung der Strahl. Ich habe die Karte sehr, sehr gerne, aber dass sie so unfassbar viel Nerfs braucht, hätte ich nicht gedacht. Bird. But that wasn't enough. No, its death damage was Immer noch mal genervt. 4th of April. Digga, WTF? 6, the hit speed. Nochmal? Ich kann mich gar nicht erinnern. 0.1 second. And then, oh, I think that's it. Digga, die Karte wurde 6-mal in Folge nerfed. Ich glaube, es hat noch nie in Clash Royale gegeben, dass 6-mal in Folge eine Karte, die eine und dieselbe Karte in Balance-Änderung läuft. Das ist ja komplett geisterkrank. A whole page of nerfs. Anyways, to sum it up, the Phoenix got nerfed 7 times and it hasn't been a year. However, it seems like the Phoenix is Stimmt, weil finally es noch balanced. Emergency Balance gab, ja. Or is it? Ja, ja, bitte, ja! Bird alone. Nicht mehr dürfen. Royal Giant. Released on the 29th of February Leute. 2016, the Royal Giant was actually a terrible card. Guckt euch das Insanely an. poopy if you catch my drift. It was just ass for 6 Ja. elixir. For the same amount, you could have used an Expo, which was the most broken card at the time. The Bro, Royal Giant hör was auf! also overshadowed by the addition of legendaries in the same update. Nobody gave a flying f about a giant with a cannon, but Ich find's wirklich just a geil, wie er month sagt. Ja, later, aber es ist so. everybody was given a f. The Royal Giant received a buff to his damage, increasing it by a massive 20%. All of a sudden, the Digga, Royal ich GG frage was mich a wirklich, massive wer problem. hat If you locked damals onto die your Balance tower Changes and you gewürfelt, had no Digga? counter that was fast enough, Wer you hat could say das bye-bye gemacht? to your tower. Okay, surely it got a nerf next, right?
No, it got another buff. In the 3rd of May, his range was increased, allowing it to outrange every deployable building in the game. This meant the Royal Giant could destroy the Inferno Tower without ever being touched. And this was enough to make the Royal Giant's popularity explode. And how did you counter the Royal Giant? Well, you just uninstalled the game. It was that simple. In 2 separate occasions, it did get some nerfs. A damage reduction of 4%, increased attack time, and a longer wait for his initial attack. This was the beginning of the end for its popularity. But not only because of the nerfs, cards were also coming out that were good counters. Furthermore, in April 19th, 2017, his deployment time was doubled. Und das war der Beginn des Endes der Karte, aber das ist der Beginn der absoluten Dominanz in Mid-Ladder mit overleveltem AG, weil die Karte war so schlecht, dass die ganzen Leute, die sie gespielt haben, die sie Level 14 hatten, sie einfach nicht hochbekommen haben. Die sind mit der Karte nicht hochgekommen. Und genau deswegen haben euch damals die ganzen Spiele, die OGs von euch, die Free-to-Play waren, richtig hart genervt. Served as das ist der the einzige final Grund. nail in the coffin. Ja. Expo. One of the very first cards to shake the meta Diese was Karte the mal OP Expo, war. which Auch was hier wieder. Immer wenn ich es höre, kriege ich Gänsehaut. Aber hier wirklich, weil es so unangenehm ist. present in the game's release. Right off the bat, it wasn't terribly OP, it was powerful, and it did target air troops, but it wasn't like it was impossible to counter. However, after it was changed to target ground only on February 2nd, 2016, it was only then when the real problems began. All of a sudden, the cards you could Und wir haben diese use Probleme to immer noch in distract Clash Royale, the meine Damen und Expo Herren. was now a fraction of what it was before, which was good for Expo users as it was now significantly easier to lock onto a tower and absolutely melt it. Not only that, but it had a range of 13 tiles and deployed in only 3 seconds. If that Expo was deployed and you failed to realize or didn't have a hard counter, it was basically game over for your tower. Still sounds like a skill issue to me. The Expo was an absolute beast. It dealt loads of damage very quickly, and when used on defense, it held up pretty well. So eine Peinlo-Karte! This powerful, hard to counter, and the worst part, easy to use, players would often make fun of those using it. Ich habe wirklich Gänsehaut. Und an dieser Stelle lässt sich eine Sache sagen. Wenn ihr diese Karte auch hasst, genauso wie ich, dann gibt es hier für euch den maximalen X-Bogen-Nerf persönlicher Art und Weise. Diese tolle Tasse mit einem absolut geilen Hoodie dazu, mit demselben Logo drauf, in schwarz und einer exklusiven, handsignierten Autogrammkarte. Gibt es am 17.11. an meinem Geburtstage zu kaufen. Ja? Frei erhältlich. Ihr könnt euch das Ganze gerne mal im Link in der Beschreibung abchecken. 500 Exemplare sind verfügbar, wenn ihr euch jetzt schon beim Shop zum Beispiel für den Newsletter anmeldet, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Deswegen freue ich mich da über jeden Einzelnen, der das im Kopf hat. Aber wir machen mal weiter, weil wir wollen natürlich jetzt erstmal hören, ja, was die Karte so OP gemacht hat oder was dann zu ihrem Downfall geführt hat. So it was now easier to take care of it before it began shooting. Easier. And on March 23rd, the range was Und das war wichtig. Das war richtig wichtig. So it needed to be right up against that damn river to be effective. From here on out, the Expo was still an annoying card. The memes continued and everyone hated it. Annoying. But it was certainly easier to counter now, and it wasn't as foolproof as before when using it. But goddamn, that soft launch Expo was also das durch sowas, das war die erste Version von Clash Royale, dass es das Game überhaupt in die Live-Version geschafft hat, wenn sowas existiert, das ist schon ein Wunder gefühlt. Wer hat das damals gespielt und enjoyed? Das war geil. Oh, und das ist eine der Karten, an die ich mich am liebsten erinnere. Slowerer Move Speed und slowerer Hit Speed. Wie geil. Wie es auch für den Poison gehört. Ich meine, Poison beeinträchtigt körperliche Funktionen auf verschiedene Art und Weisen. Da wirst du auch mal langsamer. Fantastisch. In fact, it got a small buff, increasing its damage by 5% in March 23rd. So, seems like nobody was really using it. However, its popularity began to explode within a strategy called Poison, Giant, and Poison. All of a sudden, all eyes were on that damn Poison because of its crucial part in this now broken meta. Aber das ist der echt broken, ja. Aber es war geil, es hat gebockt. Ich kannte ohne Witz niemanden, der Geusen oder meine Poison so richtig gehasst hat damals. Es war wirklich krass. Von den Metas, die man kannte, das war schon ein sehr krasses Upgrade. To the game and served as a good counter to large hordes of troops. So in the Goizen meta, you would start a push with a giant followed by a range of troops, and then when you had a solid push going, you drop the poison
on the tower or on their hard Einfach counter, geiles Giant and Beatdown. That's Schön. it. It was so Wundertoll. easy to use. But Ja. even if your push failed to make it to the tower, that combo was extremely well at wiping out a push. So it was OP on offense and defense. Es war immer krank. Poison war you richtig threw at stark. this damn combination of troops would get obliterated. There was no easy counter. Poison would continue to dominate the meta with no Das war nerfs so for toll. months, Es war eine meiner unless it Favorite Matters damals. Es war so geil, Geusen zu spielen. Ich habe mich so gefreut. Wenn ich mich freue, ich denke einfach an die geile Zeit, die ich 2016 mit diesen Turnieren hatte. At that time when the Elixir Collector was now affected by the poison's slowing effect, which literally did nothing. But on October 20th, they Das straight ist up krass. removed its slowing effect. Just like that. Looking back at it now, card balancing back then had no chill. But yeah, Die waren that was komplett, pretty much also it wirklich. for the poison at the time. Ja. It would get some buffs and whatnot, but Poison it aktuell, was no longer gute the Karte. problem it once Graveyard, was. Miner, nimm mal mit. Elixir Collector. Aber nicht broken. Does anyone remember when you could defend Ja. against a hog with an Das war, Elixir guckt euch aber pump? auch den Freeze Good damals an. times, huh? The 2016 pump was something else. Honestly, every building was, but Dieses the Gebäude, pump received special Die Pumpe treatment damals hat das Spiel kaputt gemacht. Bin ich 100% von in überzeugt. the form of massive nerfs. Supercell wasn't playing no games out here. The problem with the pump was that it had too much HP, Ja. and it cost 5 Elixir, cheaper than Viel most zu viel buildings Leben. at the Digga, time. stell dich das vor, 5 Elixier und du hast 7 bekommen. Heute 6 für 8. Das Verhältnis von Einsatz und Ertrag ist kleiner geworden. Stell dir vor, zum Beispiel, die hätten die Pumpe für 2 Elixier gebraucht und sie hätte 4 gebraucht. Wäre natürlich noch brokener gewesen, aber so einen krassen Unterschied kann das machen, wenn sie günstiger ist. Viel weniger Risiko und gleicher Ertrag ist krank. So the Elixir Collector became very versatile. It generated Elixir. Guckt's euch an, it du hast was damals cheap, Kanone it doubled as a Elixierpumpe defensive gegen meat Hawk gesetzt. shield. Was It ein was a Müll! beast, and it quickly became an essential to most OP decks at the time, like Goizen, Trifecta, and Pekka Double Prince. Trifecta, Digga, I krank. definitely didn't Google those. The Elixir Collector wasn't part of the meta; it was the meta, and a lot of decks relied on it. However, like every Das war jetzt kein OP Deck. card, especially buildings at the time, it would be heavily nerfed. May 3rd, the hit points were decreased by Das war aber auch so 20%. wichtig, weil das Ziel ja gerade Only 2 komplett weeks later, verfehlt an wurde. additional 9% was knocked off. And on July 4th, the Elixir production rate was now affected by spells like Zap, Poison, and all of that. On October 20, it got a rework. The cost was increased to 6 Elixir, but the lifetime was increased by 10 seconds. However, only a month later, the lifetime Was? increased, Echt? and in return, it generated Elixir Ja, okay, faster. fair enough. The main issue of having too much HP and doubling Ja, as a defensive komplett dumm. unit Die Karte war was massiv now a thing ungesund. of the past. And from there on out, it remained a decent, but not overly powerful card. Das Wichtige ist auch noch, dass sie die Karte aus der Startern rausgepackt haben. Die haben wir zwar in der Startern drin, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt gehen wir aber rüber in Video Nummer 2. Da hat derselbe Kollege, nämlich noch mal ein paar Monate später, 7 weitere Karten aufgelistet, auf die ich jetzt sehr, sehr gespannt bin, weil das wären auch die Karten gewesen, die ich wahrscheinlich genannt hätte. Wir gehen rein in Video Nummer 2. Let's go. Was haben wir hier? Ich bin sehr, sehr gespannt. Anyways, let's get right to it. Let's do this. Elixir Gold. ja, Yes. okay, Once okay, teased okay, in ja. April Fool's 2017, Ja, it was ja. confirmed that the card was scrapped and not actually coming to the game. Schwierig. However, in October 2019, it was revealed to be the next new rare card. And on the 11th, you could unlock it early by winning the Elixir Boah, diese Golden Challenges, Challenge. ich vermisse sie so doll, wo du einfach Challenges für neue Karten, es war so schön. But players, especially the competitive players in the leaderboard, Boah, die started to Arena. Ich glaube, notice ich bin Part 14. Ich glaube, 9 oder 46 bin ich gefischt. Es war einfach herrlich. just how strong the card actually was. Yeah. And it was all due to its unique mechanics and beefy stats. Yeah. All forms of the Elixir Golem had a combined HP of 4,200 at level 9, Karte war the so same geisterkrank. as an equivalent level Golem. Jeder, der damals noch nicht gespielt hat, als der Egolem raus war, der würde wegrennen vor der Karte. Er würde einfach wegrennen. Despite costing 5 Elixir less. that's But the dumb. worst part wasn't even the similar HP as a Golem. It was the fact that it split into two Das ist two so krank, der times, Damage auch von making der it hard Karte. for a tower to effectively take out the Guckt Golemites euch and das blobs, an, was ist which das? did tons of damage, Ja, jetzt especially those blobs because they were way faster back then, with a hit speed of only 1 second.
Fortunately, the Elixir Golem gave the enemy 4 Elixir back, so in theory, it should counteract its cost, right? But it actually didn't help as much when you were spending all of it on trying to defend against the very card that gave you that Elixir in the first place. They might as well have made it cost 7 Elixir. Eventually, the Golem was put in decks with other broken cards at the time, like the Witches, Executioner, Fisherman, and more. The Elixir Golem was such a good value for 3 Elixir that players were even using it under-leveled. It didn't matter what level your Elixir Golem Du hast eine was, Karte gespielt, die deinem Gegner unterlevelt 4 Elixier gibt und sie war trotzdem broken. Es ist geisterkrank gewesen. You can probably already Du hast damals einfach einen Golem-Deck genommen und du hast einen Golem ausgetauscht für Elixier-Golem. So mad war das damals. Inevitable nerfs focused on. The same day it was available for everyone in the game, the HP of all forms of the Elixir Golem were decreased by 10%. But that wasn't quite enough. Nee, auf gar December keinen Fall. 2nd, all forms now had the same attack speed at 1.3 seconds. This served as a small buff to the Golem and Golemites, but a much needed nerf to the Blobs. But the final nail in the coffin was on January 7th, 2020. The HP of all forms were decreased by an additional 6%, and it will remain this way for over 2 years. Royal Recruits. This card probably received one of the harshest nerfs in Clash Royale history, and you may remember if you were playing wahrscheinlich sogar noch ins erste Video, sogar glaube ich noch vor Ebabs oder AG gepackt, weil das war schon geisterkrank. During its initial launch in late July 2018. The Royal Recruits were supposed to be 7 Elixir, but it was reduced to 6 for its launch. A mistake that the developers would deeply regret. During the week of the challenge, it became apparent that its cost was extremely low for the 6 value. Elixier für die Pissviecher und sie war damals noch so stark. Du hast gefühlt 6 Elixier damals bezahlt für Rekruten, die noch stärker waren als jetzt die Evo-Rekruten. Es ist geisterkrank. We're getting. Each recruit stats were not that far off from a barbarian, so imagine 6 barbarians, 3 in each lane with slightly less damage per second, and a shield so they couldn't immediately be taken out by spells. All for 6 Elixir. And the worst part, you couldn't mess up its placement. Anywhere you put it was the correct way to play it. Und das ist übrigens auch heute noch ein Problem bei der Karte, weshalb sie gerade, wenn sie stark ist, so nervig ist, wie zum Beispiel gerade mit den Evo-Rekruten. Du kannst dumm spielen, wie du willst. Es juckt keinen, weil du die einfach überall spammen kannst. Either way, it's gonna be very powerful. It was always paired with other troops, which made it difficult to deal with from both lanes as the defender. And if you left one side unattended, 3 of them would deal over 1,700 damage. And to add even more fuel to the flames, it was a common card, which is easy to max. All of a sudden, those who won the challenge had a severely overpowered card that could be maxed very fast, which, by the way, it wasn't even that hard of a challenge. You unlocked it at 8 wins. Anyways, the team had to react fast, especially how CRL was around the corner. The Royal Recruits received an emergency nerf of +2 Elixir just before it was available for everyone else. Basically, it was dead on arrival, and this was Und das ist halt das Ding, wo ich mich auch wieder frage, du gehst von einer Karte, 6 Elixier, du machst sie auf +2, aber warum denn nicht erst auf +1? Intentional until they could properly balance so it. Lost, Over a ich month nicht. later, on September 3rd, their damage was decreased by 12%, and you can now move them to spawn 4 in one lane if you wanted to. And finally, December 3rd, the Elixir was reduced to its original cost of 7, with a slight decrease in its attack speed. And it will remain this way for over a year and a half. Royal Ghost. Available on December 22nd, 2017 in a challenge, you could unlock. Ich liebe diese Karte. Damals da bin ich tatsächlich das erste Mal Platz 1 der Welt geworden. Ja, mit genau dieser Karte, mit Friedhof Kommode de Gold. Das war fantastisch. Than anybody else if you Die Karte war damals auch But other than attaining a legendary early, it seems a lot of players wanted it for a different reason. Because it was broken. See, the main issue is that for 3 Elixir, it provided way too much value. Das hat meiner Bobby did splash damage. He had a lot of HP, couldn't be targeted while invisible. And the worst part, it only took him 0.7 seconds after no interaction to go invisible again, making it far too challenging. Aber da muss ich auch wirklich sagen, Supercell hat zwar auch hier wieder 7 Millionen Anläufe gebraucht, aber sie haben es wieder geschafft. Gold Roast für mich eine der most balanced Cards. Mit ein bisschen Überhang vielleicht noch zu stark. Aber
absolut krass balanced. So ähnlich wie Mega Man, finde ich. Super geile Karte. Beschwert sich kein Mensch drüber. First, air troops were out of the question, obviously. If that's all you had, the Royal Ghost was guaranteed to get hits on your tower. Then, the ground troops, the Royal Ghost could counter many troops on his own because he could sneak up on them and get the first hit. A very powerful hit for that matter. The only two viable options at the time were the Knight and Ice Golem, which had to be played strategically for it to be taken out completely. Other than that, the best counters were almost always a higher elixir card, which made it annoying to face. So as you can see, it was a combination of things. The stats were too strong for 3 elixir, and for the next month, it was giving the meta the ride of its lifetime, especially within the bridge spam strategy, which was much more powerful at the time. Das war die Geburtsstunde dieses Decks, by the way, damals. Was everywhere, and if you didn't have it, it felt like you were at a huge disadvantage. Finally, though, on January 24th, 2018, over a month later, its damage was decreased by 6%. Attack time increased by 0.1 second, as well as his first attack time. Junge, die haben damals wirklich so kranke Nerfs rausgekommen. Sie hat zwar über einen Monat gebraucht so, aber der Nerf ist schon, also wieder 4 Sachen gelaufen, wie bei der Night Witch. Required to turn invisible again was almost doubled. Finally, ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass wenn wir morgen reingehen in den Stream zum Update, dass wir dann möglicherweise ein kleines Déjà-vu mit einer gewissen Karte namens Kleiner Prinz haben können, weil der mir auch etwas, auch nur ganz kleines bisschen zu stark scheint. Aber den kann immer jeder freischalten. Super. But the nerfs were far from over, as it was nerfed twice more later that year, increasing that time to invisibility even more and further decreasing its hit points. He was by no means a bad card after all these nerfs, but just good enough to be a decent card for its cost, aka balanced. Thanos would be proud. Super, wirklich super. Evolved Firecracker. Okay, pretty much. Und das ist eine Karte, über die würde ich mich auch noch beschweren, wenn sie in einem von 1000 Games vorkommen würde, weil sie einfach vom Konzept her komplett dumm ist. Genau das Gegenteil von Ghost. Ghost ist so eine geile Karte, mega mit den Superkarte, Musketieren, dies, das, Ananas, Ritter, fantastisch. Aber diese Pisserin geht mir bis heute gegen den Strich. They're supposed to be, to some extent. However, it seems they took the Firecracker's evolution a tad bit too far. For starters, a regular Firecracker could be countered by arrows, and the evolved one could... Also da frage ich mich immer noch, sie bringen jetzt die Evo-Archers raus, by the way, ne? Und ich sag mal so, wir werden nicht nur sehr, sehr krass viel den Kollegen Kleinen Prinzen sehen, sondern auch die Evo-Archers, meine lieben Freunde, die werden sehr, sehr doll an Beliebtheit gewinnen. Das kann ich jetzt auch sagen, weil sie sterben für 3 Elixier mal wieder nicht von Pfeilen. Wie geil ist das? Not with its increased HP of 143% of a regular one. Then, her pushback was 33% farther away, allowing her to push herself away from the action, diese Karte war ein Verbrechen. But what made her OP was her attacks. Her initial shot is now like a poison, so it lingers around doing more damage over time. But despite being very powerful, that wasn't even the worst part. It was these small sparks that followed, which are also like mini poisons. What made these little sparks so powerful was that they stacked. One alone wasn't that big of a deal, but multiple of these would shred HP off a tower. Wir müssen uns vorstellen, das war vor einigen Monaten die Realität. Es kommt mir gerade vor wie Szenen aus einem Horrorfilm, aber genauso hat Clash Royale vor einigen Monaten 1:1 live und in Farbe ausgesehen. Was ist da los? Here, where in just 2 shots, she took down a tower by herself that had 1500 HP in a matter of seconds. It was a combination of things that made this card so broken. But nerfing her couldn't just be something as simple as letting her die to arrows. That would be lame. And nobody would use it after that. So instead, they nerfed other stats. June 30th, 2023, her first attack time was slightly increased. Dass die eine Evolution so früh bekommen hat, ist mir bis heute schleierhaft. HP aber da sehen wir schon wieder den Urheber des Bösen. Ja, guckt euch diese Balance-Chats an. Wisst ihr, was da war? Da war der Goblin Giant Buff. Der war ja auch richtig wichtig. Der erste von 5. Was completely removed. And it also made it to where spark damage did not stack anymore. Ja, das war das Wichtigste. This was pretty recent, and a lot of players still believe she's OP. So I wouldn't be surprised if aber zum Glück ist es ja egal, dass sie noch gut ist, weil wir kriegen ja zum Glück noch brokene Evolutionen ins Spiel, wie zum Beispiel Ritter oder aber auch die Rekruten. Wodurch es dann gar nicht mehr schlimm ist, dass die Crackerin OP ist, weil sie niemand spielt. Their way, but I don't know, what do I know? I don't even have this evolution. Monk.
Many of you probably remember the Phoenix and Monk meta. It was one of the most broken ones ever. 2 cards that were released at the same time, destroying the meta. Who thought of that one? However, it seems the Phoenix got way more attention at the time, so it could be easy to forget. Der Phoenix wurde aber fairerweise lag aber auch daran, dass der Phoenix viel öfter genervt wurde. Ich meine, der wurde irgendwie 5, 6, 7 Mal genervt, haben wir gerade gehört. Der Monk nur 2 Mal, glaube ich, oder so. Totally unaware just how broken the Monk was. The Monk was released on October 26, 2022, and for 4 Elixir, it was one heck of a card. At the first level, it had a lot of HP, 2,000 of it. Every hit did 140 damage, and every 3rd hit did combo damage of 420 and knocked back anything in its way. For a hit speed of 0.9 seconds, the Monk was doing some serious damage. This was not a Ich bin der Meinung, ich gebe jetzt einen Call, sie hätten der Karte deutlich weniger Damage geben sollen und sie auf 4 Elixir lassen sollen. Auf 4 Elixir, nerf die Karte Into Oblivion, ist mir egal. Hauptsache, mit 4 Elixir wäre es so ein geiler Comfort-Pick für Graveyard gewesen. Aber haben sie nicht gemacht, ist okay. Und mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr viel Countable in Monk. Also Monk, auch so eine Karte, würde ich sagen, eine der most balanced Truppen, generell Champions, Queen, Monk, Skelly King und was haben wir noch? Mighty Miner. Golden, würde ich sagen, ein bisschen abgeflacht. Aber die Champs unter sich sind wieder eigentlich unfassbar balanced gerade. Aber jetzt kommt halt Tyler Prinz, ne? Schade. Connecting to your tower. And it was an incredibly good counter to a lot of other cards. However, besides the pretty good stats for only 4 Elixir, it was his champion ability that made the Monk OP. So For only 1 Elixir more, its ability reduced incoming damage by 80%. Und das finde ich so schade. Sie hätten einfach sagen müssen, yo, Fähigkeit auf 2 Elixir passt, ja. Fähigkeit bisschen den Damage runter, 4 Elixir die Karte lassen. Wäre fantastischer Nerf gewesen. Was machen sie? Nein, es geht in die falsche Richtung. Jetzt haben sie aber dazugelernt. Das finde ich jetzt wiederum gut. Neue Ability 3 Elixir finde ich sehr, sehr gut, weil es sich da endlich mal lohnt, das Gehirn anzustrengen, wenn du die Ability zündest. And making it almost impossible to take out while his ability was active. That alone was good at distracting the towers and cards, while other troops behind it stayed alive. But even more, during that time frame, he deflected all projectiles back to the troops attacking him, and all projectile spells to the nearest princess tower. This allowed him to protect entire pushes that would have otherwise been taken out. Und das ist auch fair, weil Sparky will keiner mehr sehen nach der aktuellen Meta. Insane value, and anyone could have seen an incoming nerf from a mile away. November 2nd, his ability cooldown was increased from 15 seconds to 17, but the most significant nerf was on the 7th of December. They straight up increased his elixir by 1. Unfortunately for the Monk, it seems not a lot of players were willing to bring him along for 5 Elixir, especially how the stats were the exact same. Einfach stumpf ein Elixir teurer. Und die haben einfach gesagt, ja, so, ein Elixir teurer, zack, wie bei den Rekruten. Nur halt jetzt hier mit einem, immerhin. As before. He still continues to be an annoying card to face for some players, but he's definitely not around as much these days, and if I were to guess, he's gonna get a rework or a buff sometime. But I could be wrong. Nee. Mega Minion, aka Meta Minion, or Ich muss sagen, da muss ich aber wirklich sagen, diese Karte gehört sicherlich auf die Liste, aber ich finde persönlich, diese Karte ist geil, also auch enjoyable, wenn sie etwas zu stark ist. Ich mag das. Ich finde das mega wieder eine wahnsinnig tolle Karte. Flying Mini P.E.K.K.A. Yeah, it had a lot of nicknames back in the day. Released on ich würde so gerne mit einem Broken Mega Mini statt einem Broken Goblin spielen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es wäre so geil, weil die kannst die Karte kontern. Du kannst sie einfach kontern. Das ist fantastisch. Das ist so satisfying, wenn dieses Ding einfach auf der Luft die Gegner wegfischt. Fantastisch. Of September 2016, the Mega Minion was one of 4 cards coming out in a time when balancing was still very much inconsistent. What made the Mega Minion so OP and a popular choice for pretty much every deck that existed at the time is that it was very versatile. But most importantly, for 3 Elixir, it hit very hard. At tournament standard, the damage per second was only 98 less than a Mini P.E.K.K.A. But for 1 Elixir less and being able to hit air troops as well, the memes were pretty accurate. It did feel like a... Bei anderen Karten kriege ich Gänsehaut-Schauer im negativen Sinne. Bei der Karte kriege ich Gänsehaut, wie ich es einfach geil finde. Weil diese Ball, wie satisfying.
Mini P.E.K.K.A. Jedes Deck hat ein Megaminion für dich. Ich mache jetzt eine Petition auf ein Herz für Megaminion. Buff die Karte, buff sie. Sie ist einfach nur geil. It found its way in every deck at the time. It Ich was liebe das. the most 3x versatile Luft, card das in ist the so meta, schön. and it was Schreibt gerne mal in easy die to Kommentare. play. Habt ihr auch so Karten, wo ihr so einen mehr oder weniger, ich sag mal, irrationalen Fetisch für habt, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier so ein Megaminion. Ich finde die Karte einfach geil. Die könnte gebufft werden ohne Ende. Und es würde mich nicht, weil ich sie spiele, sondern weil es mich überhaupt nicht stören würde, wenn sich die ganze Zeit der Gegner mit Megaminions eindecken würde. Klar, irgendwann wird es sehr schön, wenn ich verliere, ne, würde ich auch dann sauer sein, aber nicht so sauer, denkst du sauer wie bei anderen Karten. Ich finde bei Megaminion bei mir einfach geil. It could counter tons of cards by itself, and if it locked Schreibt onto mal, a ob ihr das auch tower, habt, it was welche easy Karte euer damage. geile You Karte couldn't ist. go wrong. The good thing is that the Mega Minion wasn't extraordinarily hard to counter, so the nerfs will need to focus on its damage Richtig, and genau. hit speed to reduce Kannst that die Karte damage per easy second, countern, das which finde ich was the so main geil. Deswegen problem. kann sie auch However, OP the sein. developers took a very long time, well over 2 months. Players just needed to deal with it for a bit there. Ja, On war November okay. 30th, 2016, its Bin ich damage ehrlich. was reduced by 6% and hit speed increased by 0.1 second. But that wasn't quite enough, and less than a month later, its damage was reduced by another 4% and hit speed by an additional 0.1 Und das schmerzt, das schmerzt. Hätten sie den öffentlich gemacht, das wäre fantastisch. second. After those 2 nerfs, the Mega Minion did 10% less damage, and the hit speed was slower, so the damage per second was significantly Es lower. schmerzt in meinem Herzen. And it must have been a pretty good 2 nerfs, because it remained this way for over a year and a half until the next buff in 2018. Probably Buff? not the most broken card on this list, but at the time this was considered a big deal. Die Karte war schon Goblin krass, ja. Drill. Like most cards, you Krass, die hätte ich jetzt auch fast vergessen, wie broken sie war, aber es war ja erst vor 2 Jahren, ja. unlocked the Goblin Drill early from its own challenge on June 12, Ja, 2021, nun. and it was certainly worth giving it a shot because right out the gate it was very strong. In fact, a lot of players suspected it to be overpowered the second it was revealed. Ja. A spawner building that can be placed anywhere in the map for 4 elixir was bound to be a problem. And the problem, it was. So much that it was 3 kamen daraus, stimmt. Ich erinnere mich. 3 Kobolde, 3 grüne Schrecks im Mini, ist das geil. banned from the CRL qualifiers and finals. So, the Goblin Drill burrows underground, right? Pops up dealing damage and a small knockback, and every 3 seconds it spawned a Goblin, up to 4, and when destroyed it spawned 3 more, for a total Drei of Stück 7 sind der Bruch. Goblins. But it wasn't only good for deploying right on towers, the Goblin Drill was a very decent distraction and counter to a lot of cards, because it could knock them Überall, back vorne, one hinten, tile seitwärts, and spawn fantastische so Karte. many goblins. But the main problem was players putting it on towers. That's where it shined the most. It was almost impossible to prevent damage from Ich its muss wirklich sagen, goblins. die Meta damals mit Kohlbauer war schon eine der toxischsten. Habe ich nicht so eingesehen oder nicht so krass gesehen, aber war so. On top of the spawn damage that it did, the first goblin spawned too fast. Ja, And if der you war instant destroyed the drill, you had more goblins to deal with. You couldn't dumm. just drop a spell and take care of all of it. Das ist geil. It was a 2-step process. The truth was, the Goblin Drill was easy damage, and it could fit in practically Und da natürlich immer noch das Ding, dass manchmal immer noch heutzutage ein Kobold vorne connecte, egal was du machst. any Auch deck. absolut In hässlich. fact, the day after release, it already had a 60% 40% Nutzung und 59%. Okay, das ist krank. win rate. Fortunately, the developers acted fast. Only 5 days later, the first nerf will be deployed. Get it? Deployed. A 1-second delay was added to the first goblin it spawned. Goblins now spawn closer together, and the pushback effect was significantly reduced. auch And now it was Pushback ohne easier to Grund. react to the drill, and countering immer it noch. was way easier. It no longer guaranteed damage like it used to. However, many still argued that it spawned too many Digga, goblins. das sieht aus wie mein Thumbnail einfach. Was too spammy. So on September 6th, the goblin spawn upon death was reduced to 2. Its OP days were finally over, and it felt like a pretty balanced card thereafter. Ja, die Karte war immer noch stark. Ey, damit ist ja auch mit dem Video zu Ende. Geil. Was ist eure Karte? Was ist die 15. Karte, die reinkommt? Ich mache den Call. Die 15. Karte, die in diese Liste kommt, wird der kleine Prinz sein. Und das ist meine 15. Karte. Ich kann es euch sagen, ich habe die Karte jetzt schon häufiger gespielt. Ihr habt es ja heute oder werdet es noch im Video sehen. Checkt das auf jeden Fall ansonsten unbedingt aus. Entweder heute Abend oder wenn das Video heute Abend kommt, dann habt ihr es schon gesehen oder klickt jetzt hier drauf. Ansonsten danke fürs dabei sein. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Hat er recht? Hat er Unrecht? Haut rein. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Bis dann.